Servus und hallo, mein Name ist Markus Gippert, ich bin Professor an der Universität Regensburg. Das Thema heute ist Lifumi und das Konzept dahinter. Wir haben seit 2015 gemeinsam, Andreas Mühling und ich, an der TU München uns überlegt, wie können wir Lernverlaufsdiagnostik eigentlich umsetzen, möglichst lehrernah und doch so weit, dass es für uns den Standard entspricht einer guten psychometrischen Erhebung und welches Konzept überlegen wir uns da. Und dann haben wir uns entschlossen, nachdem es einfach nichts gab in der Form, was wir einfach schnell hätten umsetzen können, eine eigene Plattform zu entwerfen. Ich habe dann soweit das Konzept mir überlegt, wie ich ungefähr die Tests anlegen wollte, habe mich da an dem Klauer-Modell orientiert, was ich dann später kurz skizzieren möchte. Und Andreas hat die Programmierung übernommen und auch die weitere Konzeption, wie die Tests implementiert werden können. Und der gemeinsame Austausch hat dann sozusagen zum aktuellen Lifumi-Stand geführt. Die Grundidee war, eine möglichst einfache Anwendung, aber auf der anderen Seite, da wir ja keine Gelder hatten und nur zwei Personen waren, eben auch eine schnelle Umsetzungsmöglichkeit, was sozusagen neben der ganzen Arbeit, die wir an der Uni haben, unser wissenschaftliches Fortkommen, mittlerweile sind wir ja beide Professoren nicht mehr an der TU München als Mitarbeiter, sondern eben ich in Regensburg und Andreas in Kiel. Wir betreiben daher das Projekt nebenbei und daher muss das sozusagen auch immer gut umgesetzt werden und sollte dann aber auf der anderen Seite auch wartungsarm sein und somit, dass die Lehrer es trotzdem in der Praxis nutzen können. Die zweite wichtige Anwendung war, dass wir von Anfang an mit der Regierung von Schwaben und dort dem Arbeitskreis für Diagnosen und Förderklassen zusammengearbeitet haben. Das kam so zustande, dass ich einen Artikel in dem Bayerischen Spurenheft, also der Zeitschrift für Heilpädagogik in Bayern, gelesen habe, dass die eben an RIM und der Idee der Lernverlaufsdiagnostik interessiert waren, gerne auch sowas hätten, vor allem für den Bereich Inklusion und Förderschulen, also für lernschwierige Kinder. Und da gibt es ja genau eigentlich bisher zumindest auf der Online-Ebene nichts außer dem RIM-Projekt und dem Tests, die es aber nur paperbasiert bisher aktuell gibt. Also mittlerweile setzen die Kollegen das ja auch um und ich bin gespannt auf deren Lösungen. Aber im Jahr 2015 gab es noch nichts. Und die haben gesagt, sie würden gerne eben Lesetests haben, weil sie vor allem den sonderpädagogischen Förderbedarf in den ersten zwei Schuljahren abklären möchten. Und für den Anfangsunterricht ist Lesen eben elementar. Da kam dann die Kooperation mit Kirsten Diehl zustande, die ich auf einer Tagung angefragt habe und gefragt habe, du hast so viele Lesetests entwickelt für RIM. Wie wäre es, können wir denn da nicht einen Austausch haben? Und so kam es, dass Kirsten Diehl dann bei uns mit eingestiegen ist, wir ihre Tests verwenden durften. Wir haben sie dann komplett, also sozusagen, es waren die ersten Konzepte, würde ich sagen. Und je nachdem, erstens war es so, dass die Wörter zum Teil nicht gepasst haben, weil wir im süddeutschen Raum hauptsächlich sind. Wir brauchten also Wörter, die gesamtdeutsch auch mit den verschiedenen Dialekten halbwegs passten. Man musste die Schrift anpassen, man musste das Ziehungskonzept ändern, damit das überhaupt ein Computertest war. Also wir haben da relativ viel adaptieren müssen, um die ersten Tests zum Laufen zu bringen. Genauso wie auch die Überlegung, wie macht man überhaupt lehrerzentrierte Tests am Computer? Und so sind dann die ersten Tests entstanden, die vor allem für Kinder mit Lernschwierigkeiten gedacht sind. Also Lifumi ist vom Konzept her so, dass es inklusiv ist, dass es immer ein gewisses Konstrukt wie Leseflüssigkeit oder sinnkonstruierendes Lesen misst, aber es misst eben keine Klassennorm. Also ein regulärer Lehrer in einer allgemeinen Schule hat zum Beispiel die Idee, ich will die gesamten Kompetenzen der zweiten Klasse in einem Test testen und dies geht mit Lifumi einfach aus dem Grund nicht, weil wenn man dieses Konzept anwenden würde, dann würde eben das Kind mit Lernschwierigkeiten im Vergleich zu den anderen immer hinterherhängen, weil einfach erstens die Kompetenzen relativ breit sind. Der Test würde dann lang dauern und wir würden eben sozusagen bei diesen Schülern eben nicht die Fortschritte sehen, die wir eigentlich erkennen wollen. Von daher haben wir gesagt, nein, wir nehmen nicht alle Kompetenzen einer bestimmten Klasse, sondern wir konzentrieren uns auf einzelne Faktoren
sogenannte robuste Indikatoren, die eben mit dem Verlauf hoch korrelieren wie Leseflüssigkeit. Und ich weiß, wenn ich eine gewisse Leseflüssigkeit in den ersten 2 Klassen erreicht habe, dann bin ich auch erfolgreich für den Leseprozess gerüstet und kann dann sozusagen in den sinnkonstruierenden Lesebereich gehen, vom Testen her, weil dann sozusagen diese eine Schwelle überschritten ist für eine gute weitere Schulkarriere. Um kurz das zu zeigen, was die Problemlage nochmal ist, auf das Konzept eingehend. Wir haben also von Anfang an diese heterogene Klasse berücksichtigt. Wir wissen also hier bei einem einminütigen Lesetest, dass natürlich unser Wunschverlauf von unten nach oben ist. In einer heterogenen Klasse haben wir aber immer das Problem, dass es sehr gute Schüler gibt schon. Sprich, für die würde dieser einzelne Test dann vielleicht weniger aussagen, was vor allem bei einem curriculumbasierten Test eben der Fall wäre, weil die sind ja einfach von Anfang an gut. Und wir haben eine Stagnation in der Klasse. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Schülerinnen und Schüler gleich viel lernen. Von den meisten Forschungsergebnissen, wenn man sich über 1 oder 2 Jahre eine Klasse anschaut, dann sehen wir eigentlich immer, es gibt so 10% bis 15% der Kinder, die leider kaum Lernfortschritte haben. Und gerade für diese Kinder ist ja Lernverlaufsdiagnostik oder jede Art von formativem Assessment sinnvoll, damit der Lehrer schnell eine Rückmeldung bekommt, deine aktuellen Methoden funktionieren gerade bei dem Schüler nicht. Vielleicht liegt es auch am häuslichen Umfeld oder an anderen Problemen, aber die aktuelle Form der Förderung bringt nichts. Du musst sie dringend wechseln oder nochmal nachschauen und mit dem Kind sozusagen über mögliche Lösungen reden, damit eben ein Wunschverlauf angenommen werden kann. Wir haben also Tests, die sind für einen gewissen Bereich entwickelt. Das ist dann der optimale Lernverlauf. Und wir haben auf der anderen Seite, wenn ich einen Test baue, also hier zum Beispiel einen einminütigen Lesetest, dann liegt es einfach daran, wie schnell ich sozusagen hier aufsteige. Umso schwerer ich die Items mache, umso breiter misst dieser Test und umso schwerer ist es sozusagen schnell nach oben zu steigen. Wenn ich ganz enge Tests baue, alle Items mit derselben Schwierigkeit, mit derselben Strategie lösbar, dann ist der Test sozusagen sensibler für kleine Lernfortschritte, aber gute Schüler steigen eben schneller auf. Wir haben also ein Problem. Entweder mache ich ihn sehr sensibel und messe kleine Lernfortschritte, dann hört der Test aber eben relativ schnell auf, vor allem bei guten Schülern. Wir können also sozusagen dadurch, dass wir ja unterschiedliche Lernverläufe bei den Kindern annehmen, nicht für alle Kinder die gleichen Lernverlaufsdiagnostiktests empfehlen, sondern wir müssen entweder abwechseln mit vielen kleinen, dann sind wir sensibel, oder wir sagen, wir nehmen größere Testbereiche, ein größeres Framework, ein größerer Kompetenzbereich, dann können die Kinder länger getestet werden. Und dann ist er eben in gewissen Bereichen von der Sensibilität, also für die Lernerfassung, eher unscharf. Wir haben uns daher entschieden, wir bieten sozusagen verschiedene latente Konstrukte wie Leseflüssigkeit ein, unterteilen die nochmal in verschiedene Niveaustufen, um sehr sensible Tests zu haben. Und mittlerweile sind wir am Überlegen, das mit weiteren Lesescreenings oder größeren Kompetenztests zu erweitern. Das Problem ist halt dann, der Lehrer muss dann überlegen, welchen Test brauche ich eigentlich, und diese einfache Lösung, die man sagt, ich messe jetzt einfach alle Kompetenzen der 2. Klasse für alle Schüler ganz genau, die geht nie. Also entweder ich messe halt genau den Durchschnitt meiner Klasse genau, oder ich messe den Hochbegabten, der eigentlich schon alles kann, oder ich messe eben das Kind mit Lernschwierigkeiten und fange da beim Startpunkt an, weil sie haben nicht dieselben Startpunkte und sie haben auch nicht denselben Lernverlauf. Und genau das ist sozusagen die Schwierigkeit, mit der wir hier bei der Konstruktion und der Erfassung von Lernverlaufsdiagnostik konfrontiert sind. Man kann auf der anderen Seite das Ganze natürlich auch qualitativ abdecken. Die Idee von quantitativer Messung ist, dass es relativ schnell geht, dass es nebenbei läuft in der Klasse, daher auch computeradministriert, und dass man dann die Vorteile hat, dass man eben nebenbei eine Rückmeldung bekommt, um dann nochmal qualitativ zu prüfen, was braucht denn das Kind jetzt ganz genau. Hier nochmal die Bullet Points, die ich versucht habe gerade zu formulieren. Wir haben also Kinder, die unterschiedlich schnell lernen.
Wir haben unterschiedliches Vorwissen. Bereits in der ersten Klasse kommen Kinder, die fast alle Buchstaben können, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Kinder, die in der phonologischen Bewusstheit oder im Vorwissen der Buchstaben oder überhaupt in der generellen Sprache Schwierigkeiten haben, eben die einzelnen Phoneme zu erkennen. Wir haben also von Anfang an eigentlich Kinder mit sehr unterschiedlichem Vorwissen, und das führt dazu, dass sie dann, wenn wir sagen, wir haben jetzt den Leseverlauf oder den Matheverlauf, dass wir dann durchaus unterschiedliche Kompetenzstufen haben, die die Kinder benötigen oder auf denen die Kinder sind, sagen wir es lieber so. Und das bedeutet von Anfang an, dass ich halt ein unterschiedliches, mehrstufiges Förderkonzept brauche, insbesondere in der Inklusion, aber auch in der Förderschule. Dahergehend kann man curriculumbasierte Tests, wie ich hier unten geschrieben habe, als Lehrplantests geben. Sie sind relativ stabil und messen reliabel, aber eben den Durchschnitt der Klasse. In dem Moment, wo ich eine Heterogenität habe, muss ich dann entweder anfangen, adaptiv zu testen. Das wäre dann aber das Komplexere, was es aktuell gar nicht im Angebot gibt. Oder ich messe eben konstruktbasiert, dass der Lehrer sagt, wir haben hier ein Lesescreening gemacht, da merken wir, diese und jene Schüler haben Probleme bei der Leseflüssigkeit. Hier sollten wir nochmal bei diesen Schülern ansetzen und diese Tests für die Schülerin häufiger messen, da wir dort eine Förderung entwickeln oder das mein Schwerpunkt im Unterricht ist. Um jetzt faire Tests für alle Schüler zu ermöglichen und überhaupt die verschiedenen Aufgaben zu Summenwerten zusammenzuziehen, ist es notwendig, dass der Test für alle Schüler fair ist, die Items ungefähr gleich schwer sind oder sich dies über die einzelne Testung ausmittelt. Dies kann man entweder dadurch machen, dass ich verschiedene Paralleltests entwerfe, wo die einzelnen Items miteinander verschränkt sind. Das Problem ist nur dann, wenn dann ein einzelnes Linking-Item nicht funktioniert, habe ich als Testkonstrukteur ein Problem. Außerdem gibt es dann eine gewisse Anzahl von parallelen Tests und nur die können gemacht werden. Da gibt es zum Beispiel Ideen mit 8 Messungen pro Schuljahr und dann gibt es eben genau 8 parallele Tests und dann funktioniert vielleicht der eine besser und der andere schlechter. Man ist aber in irgendeiner Form an diese parallelen Tests gebunden. Für eine Computertestung ist das eher suboptimal, weil es viel einfacher ist, dem Computer diese Ziehungsprozesse zu überlassen. Und dann hat man auch nicht das Problem, dass der eine Schüler beim anderen Schüler abschreibt. Das bedeutet also, wie sind wir vorgegangen? Das Modell von Klauer sagt, konstruiere möglichst gleich viele Tests, baue einen sogenannten Item Pools und lass den Computer von diesen Item Pools ziehen. Das Schöne ist, hier kann man auch heterogenere Tests entwerfen, indem man sagt, ich habe hier verschiedene Item Levels, ich habe die Schwierigkeitsstufe 1, ich habe die Schwierigkeitsstufe 2 oder die Schwierigkeitsstufe 3 und so funktioniert auch Lefumi. Wir haben also in jedem Test, der so um die 100 Items eigentlich haben sollte, weil pro Testung schaffen die Kinder so um die 10 bis 20 Items. Und wenn wir dann annehmen, man will diese Kinder 5 bis 6 Mal testen, dann wäre es doch gut, wenn die nicht jedes Mal dasselbe Item sehen würden. Und daher zieht der Computer aus diesen 100 Items immer nach verschiedenen Regeln. Und dabei haben wir eben die mittlere Schwierigkeitskategorie. Dann haben wir ein paar entworfen, wo wir sagen, nach der Theorie sind die ein bisschen schwieriger und nach der Theorie sind die ein bisschen leichter. Und das Gute ist mit Statistik ist, dass wir die eben rausfinden können. Und das Gute an einer Online-Plattform ist, falls wir das dann rausgefunden haben, können wir die Tests jeweils nachjustieren oder auch Zielregeln verändern. Daher ist Lefumi so aufgebaut, dass bei der ersten Messung haben alle Kinder die gleiche Reihenfolge, das brauchen wir für die Normierung, und ab der zweiten Messung kriegt jeder Schüler eine eigene randomisierte Testung. Das ermöglicht eben maximal viele Paralleltests, die relativ fair sind. Im Jahr 2016 haben wir eben mit Kirsten Diehl angefangen, ihre Lesetests zu übernehmen, die sie schon vorher aus Flensburg entwickelt hat, haben sie übertragen in Lefumi, haben nochmal nachgebessert mit den Leuten in der Regierung von Schwaben und haben dann die ersten Tests entwickelt. Sie sehen hier die erste Stichprobe.
Der ganze Artikel ist Open Access. Ich habe alle Artikel, die in irgendeiner Form frei im Internet abrufbar sind, für Sie mit diesem Open Access Zeichen gekennzeichnet. Sie müssen also entweder dem Link in der Beschreibung folgen oder Sie geben einfach den Titel in Ihre Suchmaske Ihrer Wahl ein und finden den Artikel frei. Die wichtigste Erkenntnis des Artikels ist es, dass die Tests halbwegs fair messen. Und zwar gibt es hier zwei verschiedene Auswertungen. Sie sehen, wir gehen hier nach der Item Response Theory vor, weil wir interessiert sind an den Items und den Item-Schwierigkeiten. Und diese Theorie gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die ich als Person habe, das Item auch zu lösen. Und in dem Modell ist eben diese Wahrscheinlichkeit immer auf 50% gesetzt. Und dementsprechend rechne ich erst unabhängig aus, da wir Pairwise verwenden, rechnen wir auch und schätzen nicht die Item-Parameter von der jeweiligen Stichprobe. Hier sehen wir dann die Item-Parameter. Sie sehen, die sind auf dieser Logit-Skala, das ist einfach eine Schwierigkeitsskala, eine Transformation wie die Z-Transformation zwischen -2 und 2. Wir merken damit, Lesen ist schon mal ein ziemlich stabiles Konstrukt. Wir waren ja auch sehr eng in Bezug auf die Schwierigkeiten und haben die Items nach dem Kieler Leseaufbau maximal ähnlich definiert für den Lesetest, den wir hier abgebildet haben, und sehen dann, dass diese Items, wenn man sie überträgt, auf die Personenparameter, also die Personenparameter unserer Stichprobe, sind besser von den Fähigkeiten, wie die Item-Schwierigkeiten messen. Diese Auswertung ist aber eine Power-Auswertung. Das bedeutet, alle Items, die ich bearbeitet habe, zählen und alle Items, die ich nicht bearbeitet habe, haben wir auf Missing gestellt. Das bedeutet, die fliegen aus der Analyse raus. Wir wissen aber, Lifumi ist an sich ein Speed-Test. Das bedeutet, ich habe hier 1 Minute und wir zählen ja die Werte, die ich in 1 Minute erreicht habe. Dementsprechend ist für die Auswertungsebene eigentlich diese Auswertung hier drüben wichtiger, wo wir als erstes die Items errechnet haben. Und diesmal die Missings, also die ich nicht geschafft habe, sind einfach eine 0. Wir sehen, die Items sind dadurch logischerweise viel schwieriger geworden und die Items sind relativ gut in dem Sinn, dass sie noch homogener sind von der Schwierigkeit und keine Person ist eben über diesen. Also wir können damit sagen, dass diese Auswertungsmethode relativ gut klappt, weil auf der einen Seite die Speedtest-Auswertung hart genug ist, eben um alle Kompetenzbereiche zu messen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir die reine Power-Analyse anschaue, also nur die Items, die sie eben haben, dann messen wir doch den unteren Bereich. Also Sie sehen hier, die Items sind auf der einen Seite so sensibel, dass auch Schülerinnen, die eben kaum Items lösen oder nur eine schwache Lesekompetenz haben, auf jeden Fall Items lösen. Und auf der anderen Seite ist diese Speedtest-Kombination so gut, dass eben da keiner drüber ist. Es wäre jetzt schrecklich, wenn ein Item in der Power-Test-Auswertung total außerhalb liegt, also viel zu leicht oder viel zu schwer wäre. Dann hätten wir ein Problem, weil die Idee von Klauer ist hier, ähnliche Item-Schwierigkeitslevel zu konstruieren. Daher können wir schon mal in den ersten Versuchen sagen, unser Test ist doch relativ stabil und ist geeignet, zumindest für die ersten Messungen in der Zielgruppe Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten. Die zweite Person, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist Jana Jungjohann. Sie ist verantwortlich für den kompletten Lesebereich und hat eben den sinnkonstruierenden Test und die weiteren Tests darin entwickelt, genauso wie sie auch die Handreichungen in dem Bereich geschrieben hat und auch das Förderkonzept. Und das Förderhandbuch Leseflüssigkeit, was ja eben auch frei und abrufbar ist, zielt dazu ab, die Leute, die eben Lifumi verwenden als Lernverlaufsdiagnostik, ihnen auch Fördermöglichkeiten an die Hand zu geben und zu verweisen, diese oder jene Förderkonzepte oder Handbücher wären doch ganz gut und diese und jene Materialien dienen dazu, Lesen zu fördern. Es sind also auch Kopiervorlagen in diesem Werk vorhanden und es dient vor allem der Verschränkung zwischen Test und Praxis.
Lefumi ist ja verlagsfrei und wir wollen ja auch für alle Bundesländer hier einen Zugang haben. Daher haben wir uns im Gegensatz zum Rügener Modell, die ja genau gewisse Standardwerke und Schulbücher empfehlen, diese nicht empfohlen, weil wir ja eben frei sind, während die Rügener machen ja einen geschlossenen Versuch in Rügen. Die Lehrer mussten sich ja auf Werke einigen, mit denen sie mit den Schülern arbeiten und daher haben die eine enge Verschränkung zwischen ihren jeweiligen Tests und den jeweiligen Standardwerken oder Kopiervorlagen, die die Lehrer benutzen. Wir in Lifumi sind aber Open Science verpflichtet. Das bedeutet, wir wollen alle Tests freistellen und alle Fördermaterialien freimachen. Da kann man dann schwer mit Verlagsangeboten arbeiten, die ja geschlossen sind hinter einer Bezahlschranke. 2017 wurden die Leseflüssigkeitstests dann in einer weiteren Auswertung mit einer größeren Stichprobe nochmal ausgewertet und es zeigte sich hier, dass eben kein signifikanter Unterschied ist zwischen den einzelnen Schülern im Querschnitt und die Messungen eigentlich unserer Normierungsidee bisher entsprochen haben. Und die weiteren Silbentests wurden dann eben als Open Science ich glaube, das ist im Archiv veröffentlicht. Wenn Sie den Volk finden, finden Sie da auf jeden Fall die Paper-Version von den Leseflüssigkeitstests. Das gleiche wurde auch mit den sinnkonstruierenden Tests gemacht. Die wurden erstmal entwickelt in 3 verschiedenen Schwierigkeitsbereichen. Die Veröffentlichungen davon zeigten, dass die ersten 2 Schwierigkeitskonstrukte allerdings ziemlich ähnlich waren und die dritte war dann wirklich auch ein bisschen schwieriger. Das macht aber an sich gar nichts, weil durch die Ziehung wird es auch wieder ausgeglichen und daher sind alle Tests trotzdem stabil. Das ist halt immer die Frage, umso mehr Schwierigkeitsbereiche ich reinbaue, umso breiter ist eben der Testrahmen. Und wenn ich das aber bei der einzelnen Ziehung beachte, kann ich trotzdem wieder eine faire Messung haben, insgesamt pro Schüler, pro Testzeitpunkt und dann natürlich über den Lernverlauf. Auch den sinnkonstruierenden Lesetest haben wir hier entworfen. Ich glaube, wir haben hier auch dann zum ersten Mal unser Lifumi-Maskottchen in die Tests eingebaut und ich habe jetzt selber auch schon angefangen, mit den ersten Tests mal meinen Sohn in irgendeiner Form damit in Kontakt zu bringen und daher kann ich jetzt auch als Vater sagen, dass dieses Maskottchen sehr wichtig ist und es super ist, wenn es nach der Testung eben jubelt, weil dann direkt auch schon während der Testung dem Kind rückgemeldet wird, dass eben er sich verbessert hat und er hat dann den Pokal. Und wir sind auch am Überlegen, inwieweit macht dieser Gamification-Ansatz eigentlich Sinn? Wo ist er vielleicht too much? Und wo würde er dann den Kindern auch weiterhelfen und sie unterstützen in ihrem Leseprozess? Die dritte Analyse wurde von Andreas Mühling vorgetragen. Hier wurden alle Lehrerinnen und Lehrer, die Lifumi damals schon benutzt haben, analysiert. Wir haben also hier jetzt keine rein psychologisch-pädagogische Messung oder Studie, sondern hier geht es eher in der Informatik basierend auf die Analysen der Benutzerinnen und Benutzer. Sie sehen, die sind angestiegen über die Zeit. Und auf der anderen Seite war die Frage, sind die Ziehungsalgorithmen fair oder nicht fair? Haben wir da irgendwelche Fehler drin? Und das Problem ist, auf der einen Seite kann man theoretische Fehlerannahmen haben, nachdem wir aber die Tests hier erstmal papierbasiert entwickeln, dann mehrere Arbeitsgruppen haben, dann mehrere Experten mit einbeziehen und dann das Ganze in die Plattform implementieren, kann auch bei der reinen Übertragung immer wieder ein Fehler passieren. Und hier haben wir eben den Fall, dass wir einerseits, glaube ich, einen Übertragungsfehler hatten und auf der anderen Seite war eine Ziehungsregel, hat einfach nicht funktioniert, weil wir zu viele Wörter mit S hatten in einem Test und die Idee war, dass das Kind nicht lauter Wörter mit S hintereinander hat, deswegen sollte der Computer nicht hintereinander lauter S-Wörter eben beginnen. Das Problem war aber, dass die Hälfte des Tests eben mit S war und dann macht die Ziehungsregel keinen Sinn. Und dahingehend hatten wir da Probleme und das hatten wir in dieser Studie rausgefunden. Zumindest haben wir das Problem danach behoben. Des Weiteren haben wir ja schon immer gesagt, wir sind eine Online-Plattform und wenn wir eine Online-Plattform sind, dann brauchen wir auch Möglichkeiten, so wie auch hier in diesem Video ich das Konzept Lifumi vorstelle, damit Sie die Lehrkräfte oder interessierte Personen oder auch Eltern sich das ganze Konzept anschauen können.
Daher hat Lefumi von Anfang an einen eigenen Benutzerkanal, der eben in einfachen Videos die Anlagen deutet, also das Vorgehen nochmal klarer beschreibt, will ich eigentlich damit sagen. Dann gab es immer auch Veröffentlichungen, die praxisrelevant war. Also auf der einen Seite versuchen wir wissenschaftlich und englisch zu publizieren, damit unsere Ideen und unsere Tests auch von der Scientific Community vorangetragen werden können oder mitbearbeitet oder geändert werden können oder revidiert. Und auf der anderen Seite haben wir eben Praxisartikel geschrieben, denen nochmal kurz einerseits die Idee von Lernverlaufsdiagnostik empfohlen wird und diesmal auch gesagt, diese Grundprobleme, warum Lernverlaufsdiagnostik, das hier schon seit den 70er Jahren da ist, nämlich dass es schwer anwendbar ist, dass ich alles übertragen muss in eine Excel-Liste, dass es mich viel Zeit kostet, dass es total komplex ist und ich mich stark einlesen muss. Das versuchen wir sozusagen hier auf diese Weise zu überwinden, in einem, dass wir ja diese Online-Plattform anbinden, auf der anderen Seite, dass wir ja ihnen Lehrerhandbücher geben, die einfach geschrieben sind. Und der dritte Weg wäre jetzt eben Videos und Blogs mit Praxisbeispielen haben, damit die Praxis sozusagen diese Idee aufgreift. Und erst wenn die Praxis die Idee auch wirklich implementiert, also ich als Forscher kann ja nicht sagen, wie Sie Ihren Leseunterricht jetzt genau machen sollen. Ich kann Ihnen nur sagen, was Indizien dafür wären und was gute Erfolgskriterien sind, genauso was gute Instrumente sind. Aber wie man das jetzt macht, welche Materialien für welches Kind jetzt genau geeignet sind, wie die Schule sich sozusagen ein Förderkonzept überlegen soll, das muss die Praxis selber machen. Und umso besser die Praxis es wieder dokumentiert, umso stringenter sie diese Erfolgskriterien in ihre Schule implementiert, umso besser sie miteinander arbeiten, umso besser sie in festen Teams eben zum Beispiel Testungen durchführen oder Förderkonzepte nehmen oder sagen, da machen wir was Standardisiertes, da machen wir was Individuelles. Umso klarer das dokumentiert ist, umso besser kann ich als Forscher davon dann auch wieder profitieren, da ich mir dann diese Konzepte gerne anschaue und evaluieren kann. Dafür muss aber die Praxis erstmal wissen, dass es uns gibt. Daher haben wir dann auch neben dem Bereich Lesen auch den kompletten Bereich Deutsch mit erfasst und Handbücher geschrieben, sowie den Bereich Verhalten und Empfinden herausgegeben. Hier ist Dr. Michael Schurig sozusagen in Dortmund immer noch schwerpunktmäßig verantwortlich. Und wir haben neben Direct Behavior Ratings angefangen, die wir seitdem etwas stiefmütterlich behandeln, auch den PIQ eingesetzt. Insbesondere den PIQ kann ich ja sehr empfehlen für die Schulentwicklungsforschung und die Evaluation, ob ich eben eine gute inklusive Schule habe und alle Schüler sich wohl befinden und auch sozial, also mit Freunden partizipieren im Unterricht. Diesen haben wir als Schüler- und als Lehrerversion seitdem implementiert. Ich gebe aber zu, wir haben bisher es immer noch nicht geschafft, mit ihm zu forschen, weil wir einfach an vielen anderen Baustellen sind. Und auch beim Direct Behavior Rating haben wir zwar 2 Tests umgesetzt, da ist die Idee, das sind immer dieselben Items. Der eine ist mehr nach dem STQ und deren Ideen generiert, der andere ist mehr eben der Putzi, der neu ist, der ist eher auf die DSM und deren Kategorien gemünzt. Und die Idee von Direct Behavior Rating ist eigentlich, der Lehrer hat sich eine Zielvorstellung, eine Marke, also zum Beispiel der Schüler kann ruhig still sitzen oder arbeitet gut in der Übungszeit mit, dann beobachte ich das, ich mache mit dem Schüler dieses Ziel aus, der Schüler weiß, dass dieses Ziel in der Woche beobachtet wird und dann arbeitet man gemeinsam am Erreichen dieses Ziels und der Lehrer rated in einer Skala entweder mindestens 4, eher 5, Christ empfiehlt 10, ob dieses Verhalten gezeigt wird, ja oder nein, oder sehr gut oder weniger gut oder ähnlich. Also die Kategorien kann man da auch auswechseln. Und dann sehen wir hier sozusagen, dass es da einen positiven Verlauf über die Woche geben sollte. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben eine größere Anzahl von Lehrern gebeten, diese Tests eine Woche lang laufen zu lassen und all ihre Schüler damit zu raten anhand der 6 Dimensionen, die wir hier haben. Und diese 6 Dimensionen haben jeweils 3 Items, weil wir wissen, wenn wir 3 Items raten, ist das Ganze um einiges stabiler, wie wenn wir eben, wie ich gerade gesagt habe, nur eine Single-Item-Wahl haben. Also entweder messe ich halt Hyperaktivität mit 3 Items
Oder ich sage still am Platz sitzen, das ist dann eins von den 3 Items. 3 Items sind logischerweise stabiler und wir sehen hier die Auswertung nach dem grafischen Modelltest, auch eine Idee der Item Response Theory. Und wir sehen hier, dass sozusagen die internen Schwierigkeiten konstant geblieben sind. Das bedeutet also, der Lehrer ist ja immer dieselbe Person, er hat immer dieselben Personen geratet und er hatte auch denselben Framework. Und nachdem das so ist, dass es ja auch immer dasselbe Item ist, sind diese Tests sehr stabil. Also egal welchen Test ich beim Direct Behavior Rating baue, sobald der Lehrer weiß, welches Verhalten gemessen ist und ich das stabil messe, das ist die Message dieses Artikels, ist der Test stabil. Wenn wir uns dann diesen stabilen Test über diese Woche im Verlauf ansehen, dann haben wir hier die externalen Items, also die zweidimensionalen, die external messen und die 2 Dimensionen, die internal messen, zusammengenommen. Wir sehen eben, das Störungsverhalten nimmt ab über die Woche. Damit war sozusagen schon allein die Beobachtung erfolgreich. Wir wissen ja nicht, was die Lehrer jetzt konkret mit den Schülern ausgemacht haben in der Woche. Wir haben sie ja nur gebeten, dass sie innerhalb einer Woche eben ihre Schüler raten. Und das zeigt eben schon, es ist positiver geworden oder ihre Rating ist positiver geworden. Wir wissen ja jetzt nicht, wollte der Rater einfach sozusagen positiver werden oder war das wirkliche Verhalten positiver? Das haben wir nicht überprüft. Und auf der anderen Seite eben das negative Verhalten hat abgenommen und das positivere Verhalten hier prosozial und Schulverhalten hat zugenommen. Wir sehen also, hier hat schon diese kurze Messung einen kleinen positiven Effekt gebracht. Die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, war, wenn wir jetzt schon diese Lesetests haben, wie sieht es denn dann eigentlich aus, wenn wir erstens im längeren Verlauf testen, wenn wir auf der anderen Seite eben eine strukturierte Instruktion haben? Und das haben wir in diesem Paper von Sven Andersen dargestellt. Die Studie sah so aus, dass wir über 20 Wochen die schwierigen Leser vorher identifiziert haben mit einem ELFE-Test. Die haben wir dann in einer Interventionsgruppe gefördert und die haben eben dieses standardisierte Lefumi und Fredro-Material bekommen, was sie dann auch downloaden können. Diese Schülerinnen sehen Sie jetzt immer hier. Das ist sozusagen die Interventionsgruppe, ist die dunkle und Sie sehen hier immer 2 Messzeitpunkte nebeneinander und Sie sehen, die haben sich schon mal sehr gut verbessert. Und im Vergleich dazu haben wir den Rest der Klasse und den Rest der Klasse haben wir aufgeteilt. Also das waren die, die nicht in der Intervention waren, aber die, die eben den Post- und Prä-Test gemacht haben. Einerseits in den durchschnittlichen Lesern dieser Klasse und Sie sehen, die sind eigentlich fast gleich geblieben. Die haben sich nur marginal jeweils verbessert in den jeweiligen Kategorien. Und auf der anderen Seite, weil wir haben ja die langsamen gemessen und nicht die durchschnittlichen, haben wir gesagt, wir müssen eigentlich nochmal diese 32 anderen langsamsten, also sozusagen, wir haben dann versucht, im Nachhinein Testzwillinge zu bilden, nochmal darzustellen, um eben einen besseren Vergleich zu haben. Und hier sehen Sie, das sind dann hier die hellgrauen, würde ich das mal nennen. Und die haben sich auch verbessert, aber nicht ganz so stark wie die Interventionsgruppe. Also unsere Hoffnung auf der einen Seite ist ja, dass formatives Assessment allein hilft und schon einen Effekt hat. Und die nächste Hoffnung ist, wenn ich mehr Ressourcen in eine Schulklasse gebe und eine gute Förderung mache, dass ich dann auch den Effekt ziehe. Das klingt auf der ersten Sache banal, es ist aber gar nicht so leicht festzustellen, dass die Förderung dann auch klare Effekte hat. Und insbesondere auch hier in dieser Studie muss man kritisch anmerken, Lesen ist leider sehr stabil und die Kinder lernen ja immer wieder und die ganze Zeit und diese Lernverläufe wirklich signifikant nach oben zu schrauben, ist sozusagen auch ein schwieriger Prozess, vor allem auch im Vergleich, weil die ja eh schon in einer lesefreundlichen oder vielleicht nicht so lesefreundlichen Umwelt sind. Es gibt also immer auch Kontexteffekte
von Eltern, die ihren Kindern zum Beispiel vorlesen oder von sehr engagierten Lehrern und dann noch eine zusätzliche Förderung zu machen, die dann auch einen signifikanten Effekt hat, das ist dann auch gar nicht so leicht, vor allem nicht, wenn man das in der Lernverlaufsdiagnostik in einem engen Rahmen abstecken will. Es ist dann leichter, wenn ich eine längere Testzeit habe und auch einen gröberen Test verwende oder einen gröberen Test mit vielen Bereichen, der aber sehr sensibel ist, verwende. So muss man das eigentlich korrekterweise sagen. Wir haben auf jeden Fall die Erkenntnis daraus genommen, dass unsere Lesestrategien halbwegs funktioniert haben, dass man sie so anwenden kann und dass man auch diese Effekte sieht. Aber es wäre viel schöner, wenn sie um einiges deutlicher wären. Und wir haben in dem Fall dann daraus gehend auch für die Lehrer und vor allem für unsere jungen Absolventen ein standardisierteres, so muss man das sagen, weil es ja doch ein adaptives Training ist, 4 verschiedene Konzepte entwickelt, die Sie sich gerne anschauen können. Und ich werde auch die Mitarbeiter Sven Andersen und Jana Jungjohann von der Uni Regensburg bitten, dafür nochmal eigene Videos zu machen, um diese guten Konzepte doch einmal vorzustellen. Das war es auch sozusagen von der aktuellen Entwicklung. Wir werden weiterhin sozusagen an den Tests und Fragebögen entwickeln. Wir sind mittlerweile zwar nicht größer geworden im Team, haben aber externe Kooperationspartner, die uns besonders im Bereich Mathematik und Rechtschreiben unterstützen. Hier kommen demnächst auch mehrere Tests raus, die gemeinsam mit Daniel Sommerhof vom IPN und Stefan Ufer, LMU, konstruiert wurden unter der Verantwortung von Sven Andersen, der für den Mathematikteil verantwortlich ist. Und wir haben die weitere Kooperation im Bereich Rechtschreiben mit verschiedenen Personen, wo wir allerdings noch weiter vorne stehen. Von daher möchte ich hier noch gar nicht so viel sagen. Der nächste Punkt ist, dass wir ja eine Forschungsplattform sind, also auch hoffen, dass andere Personen, zum Beispiel für Einzelfallstudien, unsere Plattform benutzen können oder auch wenn sie Lehrer sind und sagen, ah ja, ich möchte ja nicht nur die Erkenntnisse haben, sondern vielleicht möchten Sie da ja auch Ihr Konzept evaluieren. Sie haben ein tolles Lesekonzept entwickelt und brauchen jetzt einen stabilen Test, wo Sie mit mehreren Messzeitpunkten erst eine A-Phase, dann eine sogenannte B-Phase mit der Intervention und dann vielleicht wieder eine A-Phase, also wieder eine Phase ohne Intervention messen möchten, dann empfehle ich Ihnen auch Lifumi, da wir oben rechts immer, wenn Sie in Lifumi sind, die Daten auch exportieren können. Die sind deswegen im Long-Format, weil wir ja möglichst viele Messungen zulassen müssen und leider benötigen Sie daher ein R-Skript, das wir aber auch frei anbieten oder auf Anfrage nachbieten, mit dem Sie das dann sozusagen in einfachere Datensätze, die dann vielleicht sogar SPSS kann, auch umwandeln können. Also das ist der einzige Nachteil, wenn man computerbasierte Testungen hat und wenn man wie wir auch Reaktionszeiten mitmisst, dass man dann die Datensätze aufbereiten muss. Also es ist dann nicht so, dass man auf einen Knopf drückt und dann kommt der Wunschdatensatz raus, da wir ja viele parallele Testungen haben und der Computer ja gar nicht weiß oder auch wir nicht wissen, wenn Sie eine Intervention starten, wann ist denn jetzt die erste Messung von allen erfolgt? Wir haben ja nur die Daten und die Daten, die in der Maske sind, die werden natürlich anonymisiert und wir als Plattformbetreiber wissen auch nicht, welche Klarnamen oder ähnliches Sie in die Maske eingeben. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier die strengsten Datenschutzrichtlinien umgesetzt und Andreas hat in Kiel eben auf dem Server das auch unter dem Uni-Standard und nur wir als Projektpartner und da eigentlich auch immer nur eine oder zwei Personen haben da oder drei, je nachdem, immer pro Standort eine Person wäre mein Konzept, hat auch sozusagen den Zugriff auf die Admin-Funktionen. Des Weiteren versuchen wir natürlich Mittel einzuwerben, um auch weiter zu forschen und für weiteren Funktionen für die Anwendungen zu verbessern. Andreas hat hier schon viele Ideen, die aus der Praxis kamen, aus der Regierung von Schwaben und diesen Arbeitskreisen umgesetzt. Zum Beispiel war es immer der Wunsch, dass man Klassen auch teilen kann, weil aktuell hatten wir die Idee immer, es gibt einen Lehrer, der Lehrer hat eine Klasse und nur der hat Zugriff und sonst niemand.
Und das Problem war aber, in inklusiven Klassen oder auch in größeren Förderschulen gibt es meistens einen, der testet und der andere, der dann den Klassenunterricht macht, oder der eine macht die Förderung A und der andere die Förderung B. Man muss dann also sozusagen die Informationen zwischen den Personen irgendwie teilen können, und damit man sich das dann Ganze nicht immer exportieren und per E-Mail verschicken muss, gibt es hier jetzt die Funktion Klassen teilen und verschränken. Aber es ist jetzt immer noch nicht so weit wie ein soziales Netzwerk, weil wir ja auch die Datenschutzbestimmungen einhalten wollten, und in irgendeiner Form müssen wir dann Restriktionen setzen. Ebenso wollen wir weitere bessere Auswertungsmöglichkeiten machen, wobei da genau die Frage ist, was überfordert dann die Lehrkraft, wo sind wir dann zu statistisch, haben wir zu viele Plots oder andere Dinge drin, wie zum Beispiel den Boxplot, den ich persönlich ja sehr mag, aber der ist ja im Lehramtsstudium jetzt nicht gerade die beliebteste Auswertungsform, wenn ich das mal so sagen darf. Genauso wie dann auch die Frage, was bringt mir denn das jetzt für die Praxis? Also, wie schaffe ich es, diesen Transfer für die Lehrkräfte und die Lehramtsstudierenden möglichst einfach zu ermöglichen? Welches Fördermaterial muss sozusagen da verknüpft sein? Wie muss es aussehen? Was wären denn die Empfehlungen? Und was lässt mir bei dieser ganzen Standardisierung eigentlich auch noch die individuelle Freiheit? Also wo kann ich denn viel adaptieren und wo kann ich denn wenig adaptieren? Das sind alles so grundsätzliche Forschungsfragen, die wir eigentlich immer noch nicht beantwortet haben und wir auch eigentlich noch so in dieser Form gar nicht wissen, wie jetzt wirksamer, inklusiver Unterricht im einzelnen System wirklich erfolgen sollte. Das waren jetzt die ganzen Fragen dieses forschungsbezogenen Videos, wo ich Sie eben als Interessierte in unserer Idee, warum wir diese Plattform entwickelt haben, mit einbeziehen möchte. Ich freue mich auf Anregungen. Sie können unter diesem Video gerne Anregungen schreiben, was wir verbessern sollten in unserer Plattform oder wo wir komplett auf dem Holzweg sind. Auf der anderen Seite haben wir ja selber auch schon einiges geforscht, und dieses Video dient mir auch damit zu sagen, wo haben wir denn eigentlich was schon erarbeitet, und Ihnen die Möglichkeit zu geben, hier diese ganzen verschiedenen Paper mal zu sehen, in der Reihenfolge, in der sie dann auch konstruiert wurden. Und die werden wir auch in der Videobeschreibung einzeln verlinken. Und ich habe es halbwegs versucht, auf meiner Homepage übersichtlich zu gestalten, zumindest die wichtigsten Artikel. Der beste Punkt ist aber, dass die ganzen Artikel, zumindest hier glaube ich in dem Video sogar alle, Open Access sind. Das bedeutet, Sie können einfach auf die DOI klicken oder den Titel in Ihrem Browser Suchmaske eingeben und Sie finden die verschiedenen Konzepte, die wir dann auf verschiedene Repositorien hochgeladen haben, und die einzelnen Testinstrumente. Vielen Dank, dass Sie auch dieses wieder mal vermutlich längere Video angeschaut haben, und ich hoffe, Sie hatten in irgendeiner Form etwas mitgenommen, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.